Morgen, schön, dass ihr alle wieder da seid. Ich habe hier Folie, die brauche ich heute für meine Marmorierung. Das möchte ich heute machen. Also ich möchte mit Massen arbeiten. Und dafür habe ich hier mir schon Massen angerührt. Schau mal, die ist gar nicht so dick wie sonst und farbig. Ach, ich fange einfach gleich an. Ich hatte gerade überlegt, ich stelle dir noch was anderes vor, aber wir fangen einfach an. Ich bringe die hier auf die Leinwand drauf. Kipp die hier so ein bisschen raus, weil ich hätte jetzt hier natürlich besser einen anderen Spachtel nehmen können, um die rauszunehmen. Aber ja, so dauert es halt einen Moment länger und wir haben mehr Zeit. Ich habe hier noch eine Masse, die wollte ich dir nämlich eben erst zeigen. Die ist heller, ist auch gar nicht so dick. Also ich habe mir die eben schnell angerührt. Und hier habe ich mein Palettenmesser. Ja, damit kann ich das jetzt natürlich wunderbar verstreichen. Und verteile jetzt erstmal nur hier so ein bisschen die untere Masse, also den gelben Farbton. Und da kann ich schon wieder so schöne Muster erkennen. Also diese wunderschönen kleinen Muster hier. Und jetzt wird spannend. Jetzt kann ich die nämlich schön ineinander ziehen. Und genau da passiert ja schon so eine Marmorierung. Also einfach nass in nass beide Massen, also Spachtelmassen ineinander verstreichen. Und schon ist man wieder auf Reisen. Also gerade wenn man hier so entspannt spachteln kann mit diesen sonnigen Farben, da gehe ich gerade schon wieder spazieren über so eine schöne Landschaft. Und das ist ja auch so das Schöne am Malen. Da kann sowas auftauchen und wieder verschwinden. Ja, so hat man schon ganz einfach eine Marmorierung. Also so schnell und einfach geht das. Aber ich will noch einen anderen Effekt reinbringen. Habe ich meine Folie, die ist auch schon x-mal benutzt. Also sehr zerknittert, aber das macht gar nichts. Du kannst sie immer aufheben, wenn du irgendwo mal Folie hast. Jetzt brauche ich hier mein Handtuch. Das habe ich gerade gesucht. Und mache den Spachtel erstmal richtig sauber. Die sich hier automatisch glatt. Und das ergibt jetzt besonders schöne Effekte. Also so schöne Knicke und Risse dann in dieser wunderschönen marmorierten Oberfläche. Ja, so kann ich das jetzt lassen. Das ist ein wunderschöner, effektvoller Marmorstein hier auf Leinwand. Ziemlich schnell gemacht und ja, sieht einfach toll aus, finde ich. Also wunderschöne Strukturen drin, also diese feinen Adern hier und dann auch hier so glatte Flächen, ein bisschen Muster drin. Also ganz schön, finde ich. Mir hat das so gut gefallen gerade, dass ich ausprobieren musste, wie das im Rahmen aussieht. Also auch einfach nur mal so kann man das ganz einfach, ganz schnell mal machen. Und ja, so hast du ein helles, natürliches, leichtes, minimalistisches Kunstwerk. Hier im Rahmen macht das ja immer noch mal ein bisschen mehr her, finde ich. Also ich habe das eben ohne Rahmen mir hingestellt.
Aber mit Rahmen ist natürlich noch mal schöner. Also hier siehst du auch noch mal ganz toll diese Struktur drin. Ich will es noch ein bisschen fließen lassen und weitermalen. Hier ein paar Pinsel und ja, damit verstreiche ich das jetzt einfach mal. Ja, hier nass in nass die Farben ineinander mischen, dann entstehen wieder neue Farbtöne. Und ja, so kann man auch marmorieren. Es hat sich so in die Tiefen abgesetzt, die Farbe. Und darüber habe ich jetzt natürlich noch eine andere Betonung und es ist ein bisschen farbkräftiger. Ich überlege gerade, wie ich jetzt weitermache. Ein bisschen drehen, die Leinwand ist auch nicht schlecht. Und da oben sehe ich jetzt nämlich, ich noch mal ein bisschen weiß nachgießen. Ja, mit dem Weiß ist mir das jetzt ein bisschen zu knallig. Deswegen mit dem Pinsel kann ich jetzt das viel, viel weicher verteilen und kriege hier ganz weiche Übergänge nochmal hin. So, jetzt kann ich gleich mit Türkis hier weitermachen. Ja, hier kann ich doch auch noch mal ein bisschen Farbe raufgeben. Auch einfach drauf tropfen lassen, drauf gießen. Einfach ein bisschen rauf. Keine Angst haben, einfach machen. Ja, mit ein bisschen Übung ist das natürlich immer alles einfacher.
denke ich. Also mach aber trotzdem einfach, lass dich davon nicht abhalten. Auch wenn du jetzt nicht geübt bist, probier das aus. Zack. Überraschung. Ja, ich habe es tatsächlich nochmal gerade den Rahmen eingefärbt. Und zwar habe ich den Kurzrand eben angemalt, angestrichen. Und jetzt habe ich einen dunklen Rahmen. Und ja, ich hatte den nämlich vorher im hellen Rahmen reingelegt und das passte mir nicht. Und so einen dunklen kann ich immer relativ neutral gut kombinieren. Zu den anderen Bildern auch. Also muss ich nicht genau abstimmen. Ja, das ist mein neues Buch. Ich freue mich. Eine Tasse und hier die Flamingo-Tasse. Immer wenn ich habe die auch zu Hause, also egal, auch vorne in der Küche. Immer wenn ich dann daraus trinke, dann erinnert mich das auch immer selbst daran. Mach einfach. Und ja, hier diese Papierarbeiten liebe ich auch. Also ich mag das gerne, mit Materialien zu arbeiten, egal ob mit Strukturmassen oder Upcycling-Papier, ganz wunderschönes Papier, so wie dies hier. Da habe ich ja auch ein Video zu. Das ist ja auch immer spannend, wie verhält man sich selber, wenn man so ein wertiges, also in Anführungsstrichen wertig im Sinne von bezahlten Gegenwert. Also ja, das ist auch immer wieder spannend. Das hast du ja sicherlich gelesen in meinem Blog oder das Video gesehen. Also, mach auch du ran an deine Leinwand. Mach einfach, egal wie viel Platz du hast. Das Malen geht überall, auch draußen, in der Küche, auf dem Fußboden, völlig egal. Mach einfach. Am Anfang hat das Ganze angefangen mit so einer Idee von Marmorierung und das war so mein Impuls. Da hatte ich Lust zu und später wurde es dann zu Sand, Wasser, Tiefe und Erinnerung. Und das ist nicht entstanden, weil ich das irgendwie geplant hätte oder hatte. Oh, es gewittert. Oha, sondern weil das Bild einfach so seinen eigenen Weg gefunden hat. Und über diese Sprache der Kunst, über Wahrnehmung, Intuition und die Frage, was Bilder eigentlich erzählen können, schreibe ich ja auch in meinem neuen Buch. Und ja, bevor ich hier Schluss mache, möchte ich noch ganz was Schönes mit euch teilen, denn das neue Buch ist jetzt schon auf der Spiegel-Bestseller-Liste gelandet. Und natürlich freue ich mich darüber. Das ist toll und ich feiere das auch gerne mit euch, denn ohne euch wäre das ja gar nicht möglich. Aber noch mehr freue ich mich eben darüber, warum dieses Buch gekauft, verschenkt und weiterempfohlen wird. Denn darin geht es eben nicht nur ums Malen, sondern es geht um die Frage, was Kunst eigentlich sein kann, um Wahrnehmung, um Ausdruck, um die Sprache der Kunst und um die Idee, dass Kunst vielleicht mehr ist als etwas, das wir so oftmals als Hobby belächeln oder dann in Therapien eingeordnet wird oder ausschließlich hinter Museumsmauern verortet wird. Also wenn dieses Buch dazu beiträgt, Kunst wieder als etwas Lebendiges, Menschliches und Wichtiges zu sehen, dann bedeutet mir das fast noch mehr als jeglicher Listenplatz. Also nicht fast, eigentlich nicht. Es bedeutet mir mehr als irgendein Listenplatz. Also danke, dass ihr diesen Weg mit mir hier geht. Und ja, wenn du mehr wissen möchtest, wenn du neu hier bist, schau unter das Video. Da schreibe ich dir immer Links hin. Da findest du einen Weg auch zu meinem Blog, zu dem Buch oder ja, was du gerade suchst, findest du dort. Vielleicht. Ich hoffe das. Also schön, dass du da bist. Danke, dass ihr mich unterstützt. Ja. Schön, dass ihr da seid. Hab einen ganz schönen Sonntag. Tschüss.